Lina hat der falschen Person vertraut. Nachdenkliches Gesicht, letzte Folge. Lina, warum bist du verärgert? Was ist dort passiert? Gott sei Dank bin ich nach Dubai gegangen. Amanda ist ein hinterhältiges Mädchen, sie hat einen Plan gemacht. Ich werde dir alles erzählen. Oh mein Gott, sie ist ein hinterhältiges Mädchen. Martin, sie hat dich belogen. Was ist letzte Nacht passiert? Ich erinnere mich an nichts. Ich habe letzte Nacht gegessen. Ich habe mich ein bisschen schwindelig gefühlt. Martin, Amanda hat dafür gesorgt, dass ich gefeuert wurde. Sie hasst mich. Du hast nichts getan, es war ihr Plan. Ich glaube, du hast recht. Sie hat mich belogen. Ich bin letzte Nacht nur ohnmächtig geworden. Ich werde sie nicht heiraten, ich liebe dich sehr, Lina. Martin gehört mir, ich bin heute so glücklich. Er wird mich heiraten und mich lieben. Wir werden in 2 Tagen heiraten. Oh Gott, vielen Dank, mein Plan hat funktioniert. Wir haben letzte Nacht nicht zusammen geschlafen. Es war nur mein Plan. Lina wird sehr weinen. Du dumme Person, was machst du hier? Warum bist du aus Japan zurückgekommen? Du hättest nicht zurückkommen sollen. Sie könnten verhaftet werden, die Polizei sucht nach ihnen. Du hast Linas Vater getötet. Ich wollte nicht zurückkommen. Ich habe kein Geld. Ich kann dort nicht mehr bleiben. Ich habe keinen einzigen Cent. Die Polizei sucht nach dir. Du musst zurückgehen. Ich werde dir Geld geben. Du kannst hier nicht bleiben. Hast du den Verstand verloren? Hier bitte. Hast du den Verstand verloren? Du bist immer noch dumm. Ich will keinen weiteren Ärger. Ich hoffe, du hast das verstanden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dieses Land bald verlassen. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Martin, du solltest heute nicht ins Büro gehen. Amanda ist ein verrücktes Mädchen. Wir werden heute heiraten.
Ich möchte mein Brautkleid kaufen. Lass uns einkaufen gehen. Du hast recht. Sie hat mich belogen, ich habe nichts getan. Wir werden heute heiraten. Was? Martin, wie konntest du mir das antun? Du hast mein Leben ruiniert, du musst mich heiraten. Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Du konntest dich letzte Nacht nicht kontrollieren. Du lügst. Ich habe gestern Abend gegessen und bin dann ohnmächtig geworden. Ich habe nichts getan. Warum hast du mich angelogen? Bitte, Amanda, lass mich in Ruhe. Ich liebe Lina sehr. Ich werde dich nicht heiraten. Bitte geh. Martin und ich lieben uns. Wir werden heute heiraten. Dein Spiel ist vorbei. Du kannst mir das nicht antun. Ich habe dich nicht angelogen. Hier ist mein medizinischer Bericht. Du hast letzte Nacht mit mir geschlafen. Du musst dir diesen Bericht ansehen. Ich möchte diesen Bericht nicht sehen. Es könnte ein gefälschter Bericht sein. Ich vertraue dir nicht mehr. Du bist ein hinterhältiges Mädchen. Was? Ihr habt diesen Kriminellen gefasst. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich habe ihn im Restaurant gefunden. Er hat dort gegessen. Er hat Linas Vater getötet. Er hat mir alles erzählt. Herr Officer, Sie müssen zur Polizeistation kommen. Ich werde Sie dort sehen. Okay, Luisa, du hast großartige Arbeit geleistet. Ich sehe dich bald. Das ist kein Fake-Bericht, ich sage die Wahrheit. Martin, du musst mich heiraten. Wenn du mich nicht heiratest, bringe ich mich um. Du darfst mich nicht allein lassen. Wir glauben dir nicht. Lass uns ins Krankenhaus gehen. Wir brauchen einen neuen Bericht. Klar, lass uns gehen. Ich habe deine Blutproben genommen. Du kannst im Wartebereich warten. Den neuesten Bericht bekommst du in 10 Minuten. Okay, Doktor, vielen Dank. Lass uns rausgehen. Lina, ich muss diesen Anruf entgegennehmen. Hello Officer, was ist passiert? Habt ihr den Kriminellen gefunden, der Linas Vater getötet hat? Ja, wir haben den Kriminellen gefunden. Er hat Linas Vater getötet. Sie müssen zur Polizeistation kommen. Sie können ihm alles fragen. Was? Gut, wir kommen bald. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Martin, was ist passiert? Was hat er gesagt? Haben Sie den Mörder gefunden? Ja, Sie haben den Mörder gefunden. Lass uns zur Polizeistation gehen. Er wird uns alles erzählen. Warte hier auf mich. Ich muss den Arzt treffen. Ich komme bald zurück.
Herr Doktor, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie einen gefälschten Bericht erstellen? Bitte helfen Sie mir. Ich kann Ihnen Geld geben. Ich gebe Ihnen $2000. Was sagen Sie da? Spreche ich oder nicht? Ich habe gesagt, Sie müssen einen gefälschten Bericht erstellen. Ich werde Ihnen Geld geben. Okay, ich werde Ihnen helfen. Ich nehme $4000. Was sagen Sie? Gut, abgemacht. Sie müssen sich beeilen. Amanda, ich habe alles gehört. Du bist ein hinterhältiges Mädchen. Zeig mir nie wieder dein Gesicht. Du hast mich angelogen, ich war unschuldig. Ich werde dich nicht heiraten und dich nie wieder treffen. Ich werde diesen Job verlassen. Lass mich in Ruhe. Ich liebe Lina sehr. Wir werden bald heiraten. Bleib weg von mir. Bitte geh nicht. Du kannst mich nicht verlassen, Martin, ich liebe dich sehr. Warum hast du meinen Vater getötet? Ich werde dir niemals vergeben. Sag mir die Wahrheit. Ich frage dich etwas. Du kannst hier nicht entkommen. Es tut mir so leid. Ich wollte deinen Vater nicht töten. Jemand hat mir Geld dafür gegeben. Sie hat mir gesagt, ich solle deinen Vater schlagen. Dein Vater war krank. Ich habe ihn schwer geschlagen. Er konnte es nicht verkraften. Bitte vergib mir. Wer ist sie, die dir Geld gegeben hat? Wie heißt sie? Die gnädige Frau Amanda hat mir das Geld gegeben. Es war ihr Plan. Was machst du hier? Hast du den Verstand verloren? Bitte leg die Waffe runter. Auf keinen Fall. Ich liebe deinen Sohn sehr. Er gehört mir, er muss mich heiraten. Er kann Lina nicht heiraten, du musst ihn überzeugen. Er liebt dich nicht, er liebt Lina. Bitte töte mich nicht. Wie konntest du das tun? Mein Sohn wird dich niemals heiraten. Wenn er mich nicht heiratet, weiß ich nicht, was ich tun werde. Du kannst die Augen schließen. Amanda, leg die Waffe runter. Amanda, hast du den Verstand verloren? Du darfst meiner Mutter nichts antun. Ich hasse dich sehr. Du bist ein böses Mädchen. Ich liebe dich sehr, du musst mich sofort heiraten. Wirst du mich heiraten oder nicht? Wenn du mich nicht heiratest, werde ich deine Mutter töten. Ich werde dich nicht heiraten. Du musst die Waffe sofort runterlegen. Du wirst ins Gefängnis kommen. Du bist eine Kriminelle.
Ich hasse dich, Amanda. Ich habe die Polizei gerufen. Die Polizei wird bald hier sein. Du musst die Waffe jetzt sofort runterlegen. Ist mir egal. Gut, dann werde ich deine Mutter töten und dich auch. Bitte vergib mir, Martin. Ich liebe dich sehr. Ich will dich nur heiraten. Ich wollte das nicht tun. Ich werde dir niemals vergeben, Amanda. Du hast alle verletzt. Linas Vater ist wegen dir gestorben. Du wolltest meine Mutter töten. Ich hasse dich, ich liebe dich nicht. Ich liebe Lina sehr und werde sie bald heiraten. Bitte vergib mir, es tut mir so leid. Ich habe mein Leben zerstört. Miss Lena, nehmen Sie Martin zu Ihrem Ehemann? Ja, das tue ich. Herr Martin, nehmen Sie Lena als Ihre Frau? Ja, das tue ich. Herzlichen Glückwunsch. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angesehen habt. Ich werde euch alle vermissen. Bleibt sicher und glücklich.